Ja, hallo, hier ist wieder der Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Wie versprochen mit dem zweiten Teil unserer Hubkontrolle über die Seite. Im ersten Teil hatten wir einen 65 TR angehängt an unserem Versuchsaufbau und hier ist jetzt ein 55 TR angehangen, weil der Kunde, der den 55er hat, gern wissen will, ob der proportional genauso viel hebt wie der 65er. Im ersten Teil schon beschrieben. Deswegen haben wir hier vorne eine Staplerwaage oder so eine Kranwaage angebracht an einen schweren Deckel, den der Bagger auf keinen Fall heben kann. Und ich hebe jetzt so lange an, bis der hinten die eine Kette lupft. Und dann messen wir, wie schwer der heben kann. Ich mache das jetzt einfach mal. Von außen, ich weiß, verboten, liebe Kinder, macht das nicht mit dem Papa seinem Bagger. Einmal angeworfen, da vorne ist jetzt die Uhr mit der Kette, da ziehe ich jetzt ab. So lange, bis der Bagger die Kette hinten hebt. Voll machen. So, jetzt hat er die Kette abgehoben. Und nochmal. Man kann sehr schön sehen, wie feinfühlig so ein 55 TR wie auch der 65 TR zu bewegen ist. Jetzt lege ich mal hier ab. Jetzt sind wir auf 557 Kilo. Der Tiltrotator wiegt 240 Kilo. Am 65er hing nur ein Power-Tilt mit 180 Kilo. Da habe ich für 100 Kilo für den Schnellwechsler, der dran hängt, oder 80, so halt. 80 Kilo habe ich dabei gezählt. Da hat der 65er über die Seite 930 Kilo gehoben. Der wiegt 260 Kilo, ziehe ich auch 80 Kilo für den Schnellwechsler, der dran hängen müsste, ab. Bleiben 180 Kilo übrig. 550 plus 180 sind 650, 730 Kilo. Kann der über die Seite heben. Jetzt hier nochmal auf die Kette bitte zeigen, dass er auch wirklich in der Luft war. Dann lassen wir das hier wieder ab. Konnte man sehen. Jetzt habe ich euch noch was Besonderes vorbereitet, weil wir ja auch Hersteller der Baggerdamper sind, habe ich mir irgendwann mal hier so ein Baggergewicht gebaut. Also eine Stahlkiste, die ist voll mit Beton, wiegt ungefähr 1,3 bis 1,5 Tonnen, genau weiß ich es nicht. Und die hänge ich jetzt mal ans Schild an, damit ihr mal sehen könnt, wie sich das Zugverhalten des Baggers ändert, wenn er dieses Gewicht, was ungefähr so schwer ist wie ein voller Baggerdamper 1000, am Schild hängen hat. Dafür muss ich aber erst vorne abhängen, also wer das jetzt nicht mit angucken will, der kann ja vorspulen. Hier hatte ich mein Zettel hingemacht mit den Daten drauf.
Oben hatten wir 550 Kilo bei dem Versuchsaufbau. Jetzt gucken wir mal, was das Gegengewicht bringt. Ich ziehe wieder an. Bis die Kette hinten hochgeht. Genau beobachten. So. Die Kette hochgegangen, jetzt will ich ab. 760 Kilo. Also mit diesem Gewicht hebt der Bagger 210 Kilo über die Seite mehr wie ohne das Gewicht. Wenn ihr einen Baggerdamper dranhängen habt, natürlich genauso. Den kann man auch noch schwerer gestalten. Und wir haben das Gewicht nur deswegen mal gebaut, weil der Baggerdamper den Flügel hat mit der Kette zum Auskippen und weil man da sehr gerne mit dem Arm dran hängen bleibt. Deswegen haben wir sowas mal kompakt gebaut. Kann man sich zur Seite hinstellen, nur wenn man viel über die Seite arbeiten muss oder heben muss, hängt man es halt dran. Ist natürlich, ich will mal sagen, purer Luxus. Ja, so viel zu unserem Test. Test Teil 2. Das ist übrigens der Bagger, der in der Werkstatt gestanden hat. Da haben wir diese wunderschöne Zentralschmieranlage nachgerüstet. Machen wir auch sehr gerne, auch für euch, auch wenn ihr ein bisschen weiter weg seid. Und ja, ich hoffe, unser Test hat euch gefallen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.